es muss verkörpert werden. Heißt, eure Handlungen sind entscheidend. Es hilft nicht, wenn ihr spirituell denkt. Es hilft nicht, wenn ihr positiv zu anderen Leuten sprecht und ihnen sagt, wie sie ihre Probleme fixieren können, wenn ihr die gleichen Probleme habt, aber nichts dagegen tut. Und hier ist es wirklich, sich immer wieder zu fragen, wie handelt jemand, der sich selbst liebt? Wie würde ich mit mir umgehen, wenn ich mich selbst liebe? Und auch immer die Frage stellen, ist die Art und Weise, wie ich mit mir umgehe, so wie jemand mit sich umgehen würde, wenn er sich selbst liebt? Ähm, Die Hypnose-Codes sind nicht Teil eurer Seele. Die Hypnose-Codes sind Teil einer materiellen Erfahrung und damit Teil eurer menschlichen Erfahrung, Teil eures Verstandes. Die Hypnose-Codes berühren die Seele nicht, aber die Seele erfährt Hypnose-Codes über ihre Inkarnationen. Das heißt, eurer Seele geht es gut, eurer Seele müsst ihr nicht helfen, aber ihr dürft eurem Menschen helfen. Und der Übersetzer eurer Realität und derjenige, der verantwortlich ist für die Hypnose-Codes, ist euer Verstand, der es nicht besser weiß, der keine Ahnung hat, wie die Realität ohne diese Hypnose-Codes geht, weil er so stark konditioniert ist darauf. Und wenn dann der Verstand dann noch Angst hat oder ich sage, es gibt ein Wort im Englischen, overwhelmed, heißt wie überrannt und überlaufen und überfordert sein von der Menge an Energie und Korrektur, die nötig ist, um sich selbst zu lieben. Und dann deswegen das System zumacht und sagt, nichts hat sich verändert. Ich mache zu, ich will keine Veränderung oder vielleicht sogar erstmal alles schlimmer wird. Eine Erstverschlimmerung ist übrigens ein Zeichen davon, dass hohe Energien hier tiefe, niedrig schwingende Energien an die Oberfläche bringen. Wenn ihr also körperliche Symptome habt, jetzt in dem Kurs oder in den nächsten Tagen und Wochen oder emotional viel mehr nach oben kommt, dann weil die hohen Energien und das Dekodieren begonnen hat, einen Effekt zu erzielen. Das heißt, eine Erstverschlimmerung ist wie in der Homöopathie ein gutes Zeichen, dass nämlich euer Unterbewusstsein die Sachen ins Bewusstsein bringt. Und man kann sich das vorstellen, wie als würde das Unterbewusstsein mit einem Körbchen voll Bullshit nach vorne treten und sagen, kann das raus? Ich hab da was. Guck mal, das, diese Emotionen, diese Gedanken, diese Konzepte, diese Energien. Brauchst du das noch? Brauchst du das noch? Brauchst du das noch? Und alles, was ihr dann tun dürft, ist, euer Herz zu öffnen, zu atmen und zu sagen, nö, kann gehen, ist okay. Oder euer Herz zu öffnen und zu sagen, okay, ich bin okay, auch wenn ich nicht okay bin, alles ist gut in aller Realität. Und ja, es ist gerade Ausmisten angesagt. Ich sag mal, wenn man seinen Keller aufräumt und entstaubt, dann werden die Hände dreckig. Und davor hat der Keller vielleicht ansatzweise ordentlich ausgesehen, bis man angefangen hat, die Regale und alles in die Mitte zu stellen, die ganzen Gefäße und Töpfe und alles, was da rumsteht, in den Raum zu bringen und anzuschauen. Und dann sieht man die Staubschicht. Und in dem Moment, wenn man anfängt, seinen Keller sauber zu machen, dann werden die Hände dreckig. Und nicht nur die Hände, sondern der Pulli und die ganzen Klamotten. Und man muss die Haare waschen, weil überall der Dreck hängt. Und man fühlt sich dreckig danach. Aber dafür ist der Keller nach der Reinigungsaktion auch schön sauber. Also, es ist vollkommen normal, dass ich würde es tatsächlich sogar wundern, wenn nicht in den nächsten Tagen ein bisschen was hochkommt. Also wenn man merkt, dass man sich jetzt etwas schlechter fühlt als davor, dann weil Dinge in Bewegung gekommen sind und einfach rausgebracht werden von eurem Unterbewusstsein. Mm, Ich hatte auch super starke Verschlimmerungen, als ich mit ETs in Kontakt gekommen bin. Als ich meine Kontakte hatte mit Extraterrestrischen, die sehr, sehr hoch schwingen, kam bei mir alles hoch. Und ich war ständig konfrontiert mit Aspekten, mit Facetten, mit Gedanken, mit
ja, Emotionen, Traumata aus diesem und aus anderen Leben, die in mir, in meinen Zellen gespeichert waren, in meiner Genetik verankert waren, die ich mir vorgenommen habe zu lösen. Und das ist das, was hohe Energien immer auslösen, dass sie supporten, dass Dinge gesehen werden. Und erst wenn man hohe Energien super gut aushalten kann, ohne dass man in Traumata fällt oder anderes, ist man eigentlich wirklich bereit für den Kontakt mit Extraterrestrischen. Stellt euch mal vor, man würde jetzt die Lunar-Matrix abstellen. Wir wären alle sofort in einem fünfdimensionalen Bewusstseinsspektrum. Die meisten würden in einer Psychose landen, weil einfach ja so viel Reinigung auf einen Schlag stattfinden muss. Der Körper würde Symptome bekommen, das Bewusstsein, das Ego würde beginnen, ja, ein bisschen paranoid zu werden und super viele Emotionen würden mit einem Schlag da sein. Und einen Kurs bei mir zu besuchen, bedeutet, ja, in gewisser Art und Weise Kontakt zu haben mit Energien, die nicht von dieser Welt sind, die sehr hoch sind und einfach in einem den Aufräumprozess triggern. Hier in dem Fall ein Akt von Selbstliebe, zu atmen, zu fühlen und hier reinzugehen ins Quantum und zu schauen, was ist denn da? Und wenn ihr noch mehr Hilfe braucht, auf meinem YouTube-Kanal findet ihr ganz viel kostenlose Sachen dazu. Auf Ozeanlicht findet ihr sehr viele kostenlose Workshops noch zum Download. Und wenn ihr ganz tief gehen wollt, den Shadow Transform Kurs und den Energy Transform Kurs in die Addierung machen. Und wenn es finanziell super mega knapp ist, dann schreibt meinem Team. Wir geben so oft Rabatte und Nachlässe, wenn wir einfach fühlen, dass es im höchsten Wohle ist für die Person, weil es einfach dran ist.